In der Hütte wurde eine stark verbrannte Leiche gefunden. Es ist noch etwas gefunden worden, das den Toten vielleicht identifizieren könnte. Das glaube ich jetzt nicht. Überraschung! Darf ich vorstellen? Meine Mutter, Verena Schulz. Bitte nennen Sie mich Vaschanti. Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, sie will, dass ich sie besteche. Jetzt nur mal angenommen, es stimmt. Korruption, das ist das Letzte. Du wirfst mich raus? Genau das. Eine wie Sie würde keinen Tag in der Wildnis überleben. Also reden Sie nicht so eine dekadente Scheiße! Was fällt Ihnen ein? Was mir einfällt? Mir kommt die Galle hoch bei dem Stoß, den Sie von sich geben. Freiheit, ja? Abenteuer, ich könnte kotzen! Hagen, hältst du jetzt bitte endlich deinen Mund? Lass mich doch mal in Ruhe. Ist alles in Ordnung? Sie stellen Fragen. Frau Ministerin, ich bitte Sie in aller Form, das Verhalten meines Bruders zu entschuldigen. Ich entschuldige hier gar nichts. Mertens, wir gehen. Sie müssen eins verstehen, mein Bruder hat eine wirklich schwere Zeit hinter sich. Ja, das haben wir alle. Vielleicht beruhigen wir uns ja auch alle erstmal. Der Einzige, der sich hier wirklich beruhigen muss, ist Ihr geistesgestörter Bruder. Du hast Giselle weggeschickt? Ja, ich hatte das Gefühl, es wäre ganz gut, wenn wir zwei uns etwas besser kennenlernen. Es tut mir leid, dass du Zeuge dieser Disharmonie zwischen mir und Caro geworden bist. Mit Disharmonien kenne ich mich aus. Meinst du damit Giselle und dich? Nein. Ach, gut. Ich denke, es ist schon stressig genug, dass ihr alle drei miteinander arbeiten müsst. Ihr müsst eure Beziehung unbedingt von negativen Einflüssen freihalten. Tantra ist eine gute Methode. Hagen, wartest du mal kurz? Hey, kannst du mir bitte mal erklären, was das eben sollte? Das ist gerade nicht der beste Zeitpunkt. Ich glaube, das interessiert mich gerade ein Scheiß. Ist gut, Anna. Geh schon mal rein. Tu einfach, was ich dir sage. Ja? Ich regel das hier. So, du regelst das, ja? Jetzt bin ich gespannt. Wie willst du das machen? Wie willst du denn die Beziehung zur Ministerin kitten, die du gerade so gründlich versaut hast? Ehrlich gesagt frage ich mich, wie du bei diesem unerträglichen Geseier überhaupt so ruhig bleiben konntest. Hagen, sowas nennt man Diplomatie. Und falls es dir immer noch nicht aufgefallen ist, wir sind auf sie angewiesen, nicht sie auf uns. Ich hasse das. Diese Scheinheiligkeit, dieses Taktieren, dieses oberflächliche Blabla, das kotzt mich an. Du wolltest doch unbedingt Vorsitzender werden, also leb jetzt bitte auch mit den Konsequenzen. Und solche Auftritte wie eben, das gehört nun mal dazu. Ich wollte, ja? Ich wollte. Es war der letzte Wille unseres Vaters und den respektiere ich. Oder du versteckst dich dahinter. Hagen, ich will doch nur, dass der Vorsitzende einen kühlen Kopf bewahrt. Wir wollen doch verhindern, dass dieser Autobahnzubringer durch unseren Wald gebaut wird, oder? Frau Dr. Eschberger-Löderich wird sich schon wieder einkriegen. Und wenn nicht? Dann regeln wir das mit Geld. Du wolltest doch, dass wir die Ministerin kaufen. Ist mir immer noch lieber, als der Frau noch mal über den Weg zu laufen. Na, sieh mal einer an. Ich soll mit Caro und Giselle Tantra machen. Nein, ich hatte eigentlich nur an dich und Giselle gedacht. Ach, aber die Idee ist gar nicht so schlecht. So ein gemeinsam erlebter Orgasmus, das löst Blockaden. Das wirkt sich positiv auf alle möglichen Beziehungen aus. Also wenn du willst, zeige ich dir ein paar Übungen. Entschuldigung, ich muss los. Du bleibst. Ich habe doch gesagt, erst lernen wir uns richtig kennen. Hm? Aber dafür haben wir doch noch alle Zeit der Welt. Das ist bei euch Kreativen am schlimmsten. An der Oberfläche, da seid ihr ja alle so locker drauf. Aber wehe, es geht mal ins Eingemachte. Ich kann natürlich deine Sachen auch erstmal zu mir bringen, aber eine Dauerlösung wäre das jetzt auch nicht. Hältst du mich für so ein penetrantes Schwiegermuttermonster, das euch Tag und Nacht auf der Pelle sitzen will? Nein, aber Ich rufe gleich Mama Annand an.
Wir sind Schwestern im Geiste und kennen uns aus dem Ashram. Vielleicht kann ich bei ihr ein paar Tage unterkommen. Ja, aber warum bist du dann überhaupt mit mir hierher gegangen? Wir wollten uns doch besser kennenlernen. Und wie soll das gehen, wenn du mental hinter meterhohen Mauern sitzt? Ich sitze hinter Mauern. Ja, deine Aura ist schon ganz violett. Ach, na also. So. Ein Joint. Na, immerhin kennst du sowas. Den pfeifen wir uns jetzt rein. Sie bringt mich in 0, nichts auf die Palme. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Zwischen uns ist so vieles ungeklärt. Ja, vielleicht lohnt es sich mal, das aufzuarbeiten, darüber zu reden, aber nicht jetzt. Und schon gar nicht dann so, wie sie sich das vorstellt. Mit Meditation im Joint und einer Klangschale? Jetzt weiß ich, was ich beim Kiffen mal falsch gemacht habe. Namaste, Tore. Bist du bereit, dein Bewusstsein zu öffnen? Wegen mir kann sie ja erst mal bei Tore und mir wohnen. Wobei, wir sollten abwarten, was Tore nachher sagt. Wahrscheinlich hat die nämlich gerade in der Mangel. Nein. Echt? Oh oh, die gleiche Nummer wie früher? Nicht ganz so krass. Die unterhalten sich nur ganz ruhig im No Limits. Na, dann kann ja nicht so viel passieren. Lass alles los. Vergiss deine Sorgen. Vergiss deine Beziehung. Vergiss deine Arbeit. Vergiss alles, was du jemals über dich gedacht hast. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Angst? Nein, ich weiß einfach nur nicht, ob... Schon die alten Indianer kannten die Kraft der Friedenspfeife. Lass es einfach geschehen. Per, was da vorhin passiert ist. Tut dir wahnsinnig leid, ist schon klar. Das nützt doch nichts, weil dein Bruder mit seinem Ausraster unsere Pläne ins Ausgekickt hat. Noch ist nichts verloren. Da kennst du meine Chefin schlecht. Wenn ihr ihn so an Karren pisst, der sieht kein Land mehr. Abwarten. Ich will nicht abwarten, Sebastian, ich will handeln. Aber um meine Ziele zu erreichen, scheinst du nicht der richtige Partner zu sein. Nichts für ungut. Hagen hat vorhin sein Go gegeben. Wie? Er ist mit der Bestechung einverstanden. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine zweite Chance bei deiner Ministerin. Kriegst du es hin? Wie gesagt, das ist im Grunde unmöglich. Aber ich werde sehen, was sich machen lässt. Schön. Dann sind wir nachher vor dem Geschäft, ja? Versprechen kann ich nichts.
Oh Gott. Ich krieg dich, du Scheißding. Ach. Oder auch nicht. Ja, du schon wieder. Wolltest du nicht ins Ausland? Hast du mich vermisst? Rührend. Was ist? Flugangst? Ach, halt die Klappe. Ich wette, das macht's nicht einfacher, dass die halbe Stadt mit deinen Fahndungsplakaten tapeziert ist. Blöd, dass jeder denkt, dass du mich umgebracht hast, was? Papa? Hey. Was machst du denn hier? Ich bin hier, weil Papa hier gewohnt hat. Ja, klar. Ist er wirklich tot? Ja. Papa ist wirklich tot. Als du reingekommen bist, da habe ich gedacht, dass er es ist. Komisch, oder? Nein, gar nicht. Mir geht es auch ständig so. Wie ist er denn eigentlich gestorben? Hat es dir deine Mama nicht erzählt? Nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass ihn eine Alexa entführt und versteckt hat. In eine Hütte. Und es dann da zu einer Explosion kam. Ja. Das ist richtig. Mehr weiß ich leider auch nicht. Die Frage ist doch, warum bist du wieder hier? Nachdem du mich hier einfach krepieren lassen wolltest. Ja klar, jetzt weiß ich's. Du kennst ja keinen mehr hier. Du hast keinen Ort, wo du hingehen kannst. Du bist noch jämmerlicher dran als ich. Ich bin nicht jämmerlicher als du. Im Gegensatz zu dir werde ich hier nämlich nicht verrecken. Außerdem bin ich mir sicher, du hast schon mal drüber nachgedacht, wie deine Kinder jetzt gerade um dich weinen. Oh, so schrecklich. Die arme Kim, sie vermisst ihren Papa so sehr. Und der arme Hannes. Er ist so klein. Dieses Drecksstück. Ja, ich bin ein mieses Stück. Aber ich bin ein mieses Stück mit der Pistole. Und eine Flasche Wasser. Siehst durstig aus. Hagen hat was? Hat ihm die Sonne auf dieser gottverdammten Insel sein Hirn verbrannt? Ganz ehrlich, Sebastian, wir brauchen einen Plan B, um den Irren loszuwerden. Hast du mir gerade nicht zugehört? Es läuft alles weiterhin so, wie wir es wollen. Und was ist, wenn Hagen seine Meinung wieder ändert? Wird er nicht. Er hat auch ein viel zu schlechtes Gewissen wegen seines Ausrasters. Und er liebt diesen Wald über alles. Er wird also alles tun, um diesen Zubringer zu verhindern. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Ministerin sich nach diesem Vorfall noch mal auf krumme Geschäfte einlässt. Mertens wird es möglich machen. Wenn es einer schafft, dann er. Gut, Entschuldigung, wolltest du das noch trinken? Ich hole uns frisches Wasser. Ja, gute Idee. Ach so, habe ich uns gesagt? Ich meine natürlich nur mich. Der Krieger schaut über die vordere Hand in die weite Ferne. Der Bauch, die Basis aber ist stark. Boah, das Zeug ist heftig. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, stärkt das deine Beine und den Rumpf. Und Rumpf ist Trumpf. Das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal das Herzchakra erklären muss. Und genau darum geht es jetzt. Um deine inneren Gefühle. Schließ deine Augen.
Jetzt lass ein Bild der Liebe langsam in dir aufsteigen. Was siehst du? Augen. Diese wunderschönen, trotzigen, traurigen, braunen Augen. Auch noch farbenblind. Du meinst grüne Augen? Nein. Braun. Ich sehe es ganz glasklar vor mir. Genau. Glasklar. So wie ihre Brille, die sie sich immer zurechtrückt. Und was siehst du in diesen Augen? Leidenschaft. Ewiges Feuer. Auch wenn sie nach außen immer wirkt wie Knäckebrot in einer Sperrholzverpackung, eigentlich ist sie kreativ und sinnlich. Sinnlich. Sie hat ihre ganz eigene Weiblichkeit. Wieso willst du Giselle heiraten, wenn du so offensichtlich in Caro verliebt bist? Das ist die Tragik des Lebens. Tolle Musik. Ich mag Sitar-Musik. Du siehst nicht gut aus, Seppel. Und weißt du auch warum? Halt deinen Mund. Weil deine Eier in einem Schraubstock klemmen. Von der einen Seite dreht Hagen, von der anderen Tanja. Und obendrauf sitzt die Ministerin und haut mit einem kleinen Hämmerchen immer drauf. Bing, bing, bing. Hast du neben solch unappetitlichen Bildern auch noch irgendwelche klugen Ratschläge, die du gerne loswerden möchtest? Du bist viel zu brav und moralisch. Schwiegermutters Liebling. Nicht gemacht für solche Männerspiele. Der ewige Zweite eben. Per? Ich bin Sebastian. Und was fandst du noch so cool am Papa? Naja, er hatte ein total fettes Auto. Und er hatte noch nie vor irgendetwas Angst. Ja, das stimmt. Vor niemandem. Was wahrscheinlich sein Fehler war. Naja, weißt du, wenn ich hier bin, dann fühlt es sich so an, als wäre er noch da. Ich habe ihm was geschrieben, weil mir so danach war. Willst du es hören? Ja, gerne. Ja, klar. Lieber Papa, es vergeht kein einziger Tag, an dem ich mir nicht wünschte, dass du hier bist. Hannes, ich hab dich gesucht. Mama? Geh in dein Zimmer und wartet auf mich, ja? Aber Mama! Keine Widerrede. Wie kannst du es wagen, Hannes so zu überfordern? Der Junge ist 10. 10 Jahre alt! Und du schleifst ihn hier in das Zimmer seines toten Vaters? Hannes trauert. Genau wie ich. Ich wollte einfach nur helfen, dass er damit klarkommt. Aber dass du das nicht kapierst, war mir klar. Ich bin seine Mutter. Es ist meine Aufgabe, ihn zu schützen. Misch dich nicht in Sachen ein, die dich in Dreck angehen, Kim. Ansgar ist tot und Hannes weiß das. Und jetzt muss er damit irgendwie klarkommen, was wirklich nicht einfach ist. Wovor willst du ihn schützen? Vor möchte gern Erzieherin wie dir? Hannes ist mein Halbbruder. Das fällt dir ja früh ein. Lass die Finger von ihm, sonst gnade dir Gott. Lieber Hannes, liebe Kim, wenn ihr das lest, werde ich vermutlich tot sein. Aber ihr sollt wissen, dass ich in meinen letzten Stunden mit den Gedanken immer bei euch war. Es gibt nichts auf der Welt, das ich so geliebt habe wie euch.
Was würde ich dafür geben, euch noch einmal in den Arm halten zu können? Frau Dr. Eschberger-Lüderich. Graf Lahnstein. Was für eine Überraschung. Dürfte ich einen kurzen Moment Ihrer Zeit beanspruchen? Dürfen Sie nicht. 2 Minuten, Sie werden es nicht bereuen. Nur 2 Minuten und das soll ich nicht bereuen bei einem Mann. Na schön, überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Es geht um Folgendes. Mein Bruder ist traumatisiert. Das sind wir alle. Er und unser Vater sind vor einem knappen Jahr mit dem Schiff in der Südsee gekentert. Sie konnten sich glücklicherweise auf eine entlegene, unbewohnte Insel retten, haben fortan ums Überleben gekämpft. Allerdings hat sich mein Vater nach einigen Tagen eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und mein Bruder konnte nichts tun. Nichts tun, außer dabei zuzusehen, wie unser Vater langsam stirbt. Das habe ich nicht gewusst. Ich möchte damit nur erklären, warum mein Bruder so heftig auf dieses spezielle Thema reagiert hat. Er hat unseren Vater sehr geliebt. Genau wie ich. Er fehlt uns beiden jeden Tag. Ich habe auch vor einem halben Jahr meinen Vater verloren. Bringen Sie noch ein Gedeck. Sehr gerne. Graf Lahnstein ist mein Gast. Oh, das wird gut. Weil dein Qi langsam ins Fließen kommt. Abfahrtski, Hatschi, Chichi. Dein Humor ist etwas oberflächlich, aber besser als keiner. Nein, dein Qi ist ganz schön blockiert. Dreh dich mal. So. Jetzt werde ich dein Herzchakra bearbeiten. Oh ja, da bin ich sehr dafür. Das öffnet dein Herz und die Tür zur universellen Weisheit. Ja, das Universum soll mal ein paar gute Tipps rüberwachsen lassen. Mama! Es ist nicht, wie es aussieht. Nein, natürlich nicht. Aber es hätte durchaus sein können, wie es aussieht. Wie? Tore mit dir? Wohl kaum. Aber nur, weil er mit Giselle verlobt ist. Was machst du überhaupt noch hier? Du solltest doch zu Giselle ziehen. Wir haben wohl die Zeit ein wenig vergessen. Aber ich bin gleich weg. Was ist das überhaupt alles hier? Jetzt sag nicht, du hast mit Tore das Gleiche gemacht wie mit all unseren Freunden. Also massieren kann deine Mutter, das muss man sagen. Also, was auch immer hier passiert ist, ich möchte mich für das Verhalten meiner Mutter entschuldigen. Ich bereue nichts. Ja, gut, also ich schlage vor, du gehst jetzt besser. Ja. Ashanti, es war mir eine große Ehre. Namaste, Tore. Mir auch. Geht's noch? Trotzdem ist es wichtig, bei aller Trauer weiterhin nach vorne zu blicken. Das müssen Sie auch Ihrem Bruder sagen. Das werde ich. Gott, jetzt haben wir aber gemenschelt, wir beide. Mir war es nur wichtig, dass Sie diesen bedauerlichen Ausrutscher meines Bruders richtig einordnen können. Er hat mein vollstes Mitgefühl. Nun, wie geht es denn jetzt weiter mit uns beiden? Hm? Wie darf ich das verstehen? Ein Autobahnzubringer soll gebaut werden und keiner von uns beiden will das, richtig? Was die Frau Ministerin sagen möchte, ist, dass es durchaus mehrere Optionen gibt. Mertens, danke. Ich glaube, Graf Lahnstein hat mich sehr wohl verstanden. Das habe ich.
Allerdings muss bei einer solchen Angelegenheit mein Bruder federführend sein. Von mir aus. Die Rahmenbedingungen klären Sie bitte mit Mertens. Ich danke Ihnen. Ich weiß Ihre Großzügigkeit sehr zu schätzen. Wie schön. Es geht mir genauso. Danke. Eine sehr, sehr schöne Idee mit dem Zufallstreffen. Ja, sie wäre allerdings nur halb so viel wert gewesen, ohne deine Info, dass sie auch vor kurzem ihren Vater verloren hat. 2 Cognac. Sorry wegen eben, ich war gestresst. Alles wieder okay? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass du mich hier eben weggeschickt hast wie so ein kleines Schulmädchen. Nein, Mann, ich bin zu dir aufs Schloss gezogen, um bei dir zu sein. Und es kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Aber ich würde einfach mal gerne wissen, was in dir vorgeht. Früher haben wir auch alles gemeinsam entschieden. Okay. Was willst du wissen? Frag mich. Irgendwas. Egal was. Boah, du raffst mal wieder überhaupt nichts, oder? Wieso? Du willst mehr von mir wissen? Ich biete dir an, dass du mich alles fragen kannst. Ja, aber ich will, dass du das von dir aus tust. Und nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil dir meine Meinung wichtig ist. Deine Meinung ist mir wichtig. Außerdem mal was Hör zu, Neues. es gibt eine Sache, die ich mit dir besprechen muss. Um diesen Bau des Autobahnzubringers zu verhindern, muss ich vielleicht was tun, das nicht ganz legal ist. Und was jetzt genau? Na, du hast ja selber mitbekommen, mit guten Zureden allein kommt man bei dieser Frau nicht weiter. Also hat Sebastian vorgeschlagen, Ja? wir wollen versuchen, die Ministerin zu bestechen. Tja. Darauf, dass du mit dieser kleinen Bestechung endlich deine Chefin loswirst. Und du deinen Bruder. 2 Fliegen mit einer Klappe. Tore, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Hast du dir mal die Struktur von diesem Stoff ganz genau angeguckt? Das ist komplex. Irre. Aber geht's dir gut? Deine Mutter ist eine sehr bemerkenswerte Frau. Du hast gekifft. Hat dir das Universum diese Botschaft geschickt? Diese Botschaft kommt direkt von deinen Pupillen, die groß sind wie Wagenräder. Ja, deine Mutter und ich, wir haben einen gedampft. Das war relativ heftig. Hätte ich mehr denken können. Wasser. Ja. Und? Was kam raus bei Vaschantis Liebst du meine Tochter auch wirklich Test? Aber ich weiß es ja auch gerade nicht mehr so genau. Ist auch egal. Sie wird mir später sowieso alles haarklein erzählen. Und? Bist du jetzt wieder klar? Ich bin immer klar. Du weißt doch, dass Haschisch bei mir nur noch spirituell wirkt. Und mit wem hast du dann da gesprochen? Du wirst es nicht glauben. Ich habe eine gute Nachricht empfangen. Von wem? Von Buddha? Nein, von einer alten Freundin aus Bielefeld. Sie ist von meiner Idee, ein Yogastudio zu eröffnen, total begeistert. Sie hat sogar schon passende Räume gefunden. Ich reise heute noch ab. Wirklich? Aber nicht, weil du denkst, dass du hier nicht willkommen bist. Mach dir keine Sorgen. Jeder geht seinen Weg. Und am Ende ergibt alles irgendwie Sinn. Glaubst du das eigentlich wirklich? Natürlich. Nimm zum Beispiel Tore. Noch ist er mit Giselle zusammen, aber er würde auch gut zu dir passen. Tore, zu mir. Wie kannst du denn sowas einfach sagen? Tori und Giselle wollen heiraten. Ja, das macht ihn doch nicht zu ihrem Eigentum. Wir sind alle frei, ob nun verheiratet oder nicht.
Und wenn zwei Menschen zueinander gehören, dann werden sie auch zueinander finden. Tore und ich, wir passen sowas von gar nicht zusammen. Das ist bewiesen. Trotzdem hat er sowas von geschwärmt von dir. Wie war das noch? Du bist nach außen wie Knäckebrot in einer Sperrholzverpackung. Aber in Wirklichkeit bist du kreativ und sinnlich. Der muss ja wirklich ziemlich bekifft gewesen sein. Wie heißt das Sprichwort? Bekiffte und Narren sagen die Wahrheit. So heißt es ganz bestimmt nicht. Und selbst wenn, es wäre mir egal. Und wehe, du erzählst diesen Blödsinn Giselle. Caro, dass du dir immer über alles Sorgen machen musst. Hannes? Letters burning by my bed for you here now. I can feel my instincts here for you here now. By my bed for you here now. Here now. Mama? Haben wir eigentlich noch ein Fotoalbum mit Papa? Guck mal, da liegt eins. Warum warst du eigentlich vorhin so sauer auf Kim? Ach, das ist eine lange Geschichte. Das sagst du mir immer, wenn du mir etwas nicht erklären willst. Ist das so? Okay, dann versuche ich es dir zu erklären. Ich wollte dich schützen. Ich hatte Angst, dass sie dich sehr traurig macht. Warum? Weil sie selbst so traurig ist. Weil Ansgar ihr fehlt. Dürfen nicht alle Menschen traurig sein, wenn ihr Vater gestorben ist? Doch, wahrscheinlich. Warum darf ich denn nicht traurig sein? Eins habe ich mich noch gefragt. Bist du nicht automatisch mit dran, wenn diese kleine Bestechungsaffäre auffliegt? Nicht, wenn ich als Kronzeuge gegen die Ministerin aussage. Aber deine Stellung in der Partei leidet doch darunter. Im Gegenteil. Die hat so viele Feinde in der Fraktion, die sind eher froh, wenn sie jemand abschießt. Dann spiele ich den reuigen Sünder und schwupps bin ich der neue Spitzenkandidat. Und Hagen? Wie genau stellst du es bei ihm an? Ich fasse es einfach nicht, dass du das wirklich durchziehen willst. Dana, diese Bestechung ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wie wir unseren Wald noch retten können. Was ist nur mit dir passiert? Was soll passiert denn? Ich tue das, was nötig ist. Vor einem Jahr hättest du nicht mal eine Sekunde über sowas nachgedacht. Aber jetzt bin ich allein für die Familie verantwortlich und für unseren Besitz. Ach, die alte Geschichte, wie Macht korrumpiert. Wie es einen verändert, weil man plötzlich die Last der Verantwortung auf den Schultern fühlt. Ja, vielleicht ist das so. Hey, weißt du, was ich glaube? Dass du einfach hier den starken Mann spielen willst. Ja, den Lahnstein-Patriarchen, der Macher, der alles im Griff hat. Und? Warum ist das so falsch? Weil mich diese scheiß Patriarchen so dermaßen ankotzen. Jeder, der es hier in deiner Familie bis an die Spitze schafft, wird davon über kurz oder lang aufgefressen. Und ich hätte mir so gewünscht, dass das bei dir anders ist. Aber ganz wohl ist sie bei der Sache nicht. Ja, kommt jetzt wieder die alte Leier. Was ist aus dem langweiligen Jurastudenten geworden? Ich hab dir doch gesagt, Menschen ändern sich. Das willst du vielleicht glauben, aber wir wissen beide, so sehr ändert sich niemand. Oh doch.
Und genau wie du werden sich noch einige darüber wundern. Hallo, Kim. Ja, also, wenn du nichts dagegen hast, würde Hannes gern noch ein bisschen bei dir sein. Okay. Für meine Mutter geht es in Ordnung, wenn wir zusammen an Papa denken. Wie hast du das denn geschafft? Das war nicht ich. Das war ihre Idee. Hm. Dann ist deine Mama ja gar nicht so stur, wie man manchmal denkt, hm? Ich hab dich lieb. Ist okay. Ja, Kim, also, wenn du möchtest, könnte ich dir bei LCL bis zur Trauerfeier freigeben. Danke. Ich überleg's mir. Das ist halt Mama. Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Du bist erst 10? Kommst mir aber älter vor. Das sagen viele. Ich hatte sogar schon mal eine Freundin, die war in der 6. Nee. Doch. Dann stehst du auf ältere Frauen? Kommst aber nicht nach Papa. Ältere Frauen, die stehen auf mich. Ey, aber du bist meine Halbschwester. Zwischen uns kann nichts laufen. Okay, dann muss ich wohl damit leben. Guck mal. Wieso tust du so, als hättest du geschlafen? Du bist ja völlig paranoid. Ich hab geschlafen. Nein, hast du nicht. Du planst doch irgendwas. Was denn? Setz dich auf. Was? Du sollst dich aufsetzen. Ja, ist ja gut. Hab ich mir doch gedacht. Schöne Schrift hast du ja nicht gerade. Liest sich fast wie ein Vermächtnis. Gib das her, das ist für meine Kinder. Siehst du das? Echte Tränen. Ich bin so berührt. Wie schade, dass deine Kinder das niemals lesen werden. Und ist es für deine Freundin wirklich kein Problem, dass du bei ihr bleibst? Ganz im Gegenteil. Ich habe ihr von meiner Idee mit der Yogaschule erzählt. Und sie ist Feuer und Flamme und will das zusammen mit mir durchziehen. Das wäre so toll, wenn das klappt. Und wenn du noch irgendwas brauchst, dann meldest du dich, ja? Das ist lieb von dir. Aber das Universum beschenkt mich mit allem, was mir fehlt. Ach, ich wünsche dir wirklich auf deinem Weg ganz viel Glück. Hm? Ich dir auch. Na komm, das ist eigentlich gar kein großer Abschied. Wir sehen uns doch spätestens zu unserer Hochzeit schon wieder. Gern auch schon früher. Ich bin ja jetzt nicht mehr so weit weg von euch. Ach, kann ich mit deinem zukünftigen noch mal unter 4 Augen sprechen? Nur wenn du ihm keine Tantra-Tipps gibst. Ja, du lachst. Das macht sie wirklich. Tore, ich mache es kurz. Du bist ein Guter. Danke, dass du dich so geöffnet hast. Ich danke dir. Das war sehr aufschlussreich. Und um dich in unserer Familie willkommen zu heißen, habe ich ein kleines Geschenk.
Nur falls du mal eine Entscheidungshilfe vom Universum brauchst. Zum Beispiel für die richtige Frau. Die Karten wissen alles. Namaste, Tore. Na, Mädels. Alles in Ordnung bei dir? Ich habe gerade an den Vater gedacht. Es tut mir leid, wie alles gekommen ist. Auch zwischen uns, Sebastian. Du bist mein Bruder und du bist mir wichtig. Ich möchte, dass du das weißt. Ja. Danke. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Ministerin ist einverstanden. Womit? Ich bin bei ihr zu Kreuze gekrochen. Für einen mittleren sechsstelligen Betrag wäre sie bereit, unseren Wald zu verschonen. Verstehe. Aber eine Bestechung wird es mit mir nicht geben. Das heißt, 1,5 Million haben wir für die Kampagne, ja? Nur online oder auch Print? Für alles. Mehr gibt das Budget im Moment nicht her. Also Tore, das ist doch eine Summe, mit der man arbeiten kann. Ja. Wollte nur mal schauen, ob sich noch ein bisschen mehr rausleiern lässt. Wenn das so wäre, hätte Caro das bestimmt gesagt. Mann, Schulz, du bist so ein ernster Knochen. Echt ein Wunder, dass du so eine lässige Mutter hast. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass ihr euch gut versteht. Ihr habt viel gemeinsam. Ja? Was denn? Ihr gebt euch so wahnsinnig offen, aber niemand erfährt, was ihr denkt. Naja, was soll's. Geht mich ja auch nichts an. Und Giselle scheint's ja nicht zu stören. Ja, mal sehen. Giselle. Der Turm. Ja. Sieht es nicht so prickelnd aus? Caro.